Dies ist das erste Muster, also Granny Square, für eine Serie von 4 Motiven. Diese Motive werde ich mit der Irish Crocket Methode zusammenhäkeln. Das zeige ich euch in einem anderen Video. Für jedes Motiv gibt es ein extra Video von mir. Die Videos findet ihr in meiner Playlist oder die verlinke ich auch in der Videobeschreibung. So, nun fangen wir mit dem ersten Motiv an und nehmen dafür einen Fadenring. Und in diesen Fadenring häkeln wir 25 Stäbchen. Wir häkeln in Runden, das heißt, am runden Anfang eine entsprechende Anzahl von Luftmaschen und am Ende der Runde, wenn nötig, mit einer Kettenmasche beenden. Und diese Kettenmasche wird gleich in der neuen Farbe gehäkelt für einen sauberen Farbübergang. Das war die erste Runde, die schließen wir mit einer Kettenmasche. Nun kommt die zweite Runde und da häkeln wir 3 Anfangsluftmaschen, zusätzlich noch 2 Luftmaschen und dann ein Stäbchen im Wechsel, also 2 Luftmaschen und ein Stäbchen im Wechsel. Dabei überspringen wir ein Stäbchen. Diese Runde hat dann 13 Stäbchen und dazwischen sind diese Luftmaschenbrücken. Jetzt kommt die dritte Runde und da häkeln wir auch am Anfang 3 Anfangsluftmaschen und dann noch 2 Stäbchen. Das ist ein Bündel. Die Runde machen wir so, da wechseln wir immer ab, 3 Luftmaschen und dann ein Bündel aus 3 Stäbchen im Wechsel.
Nun kommt die 4. Runde und da machen wir am Anfang 6 Luftmaschen, dann eine feste Masche in den oberen Teil des Bündels der Vorrunde und dann im Wechsel 5 Luftmaschen und eine feste Masche. Die ganze Runde mit einer Kettenmasche schließen. Nun kommt die 5. Runde, das ist unsere letzte Runde. Da machen wir am Anfang eine Luftmasche und 6 feste Maschen in die Brücke der Vorrunde. Dann gehen wir rüber in die nächste Luftmaschenbrücke und da machen wir dann 7 feste Maschen rein und in jede weitere Luftmaschenbrücke auch 7 feste Maschen, die ganze Runde. Also immer 7 feste Maschen in die Luftmaschenbrücke. Wir enden die Runde mit einer Kettenmasche und dann ist unser Motiv fertig.